Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Heute zeige ich euch meine neueste Errungenschaft und zwar die E&C SMR16, ein HK416 Nachbau, und ihr werdet euch jetzt bestimmt wundern, die sieht ja schon ganz anders aus, als wie sie Stock kommt, und ich erkläre euch jetzt mal, warum die so aussieht. Ich bin nämlich Fan der Serie SEAL Team und da wird die Waffe so ähnlich direkt genutzt und deswegen habe ich das so gut wie möglich versucht nachzubauen. Und jetzt zeige ich euch, was ich daran geändert habe, was das für Bauteile sind, wo ihr die herbekommt, und los geht's. Fangen wir ganz vorne an, und zwar bei dem Schalldämpfer. Das ist ein Nachbau von dem Surefire SOCOM Suppressor 556, und zwar den habe ich bestellt bei AliExpress für ca. 50 € und war sehr schnell da, also hat 2 Wochen oder so gedauert, dann war er da. In Deutschland nirgendwo lieferbar, dort ist der Preis aber auch liegt bei 90 €. So habe ich ein bisschen Geld gespart. Ist jetzt hier von der Aufnahme, also zum Abmachen eher so mittel, sage ich mal, mittel bis schlecht, weil das lässt sich ja kaum drehen, diese ganze Sache. Deswegen, da ich ihn sowieso nie abmachen würde und den Mündungsvordämpfer da unten nutzen würde, ich werde es immer so spielen, ist das für mich okay. Es geht ja beim Airsoft nur um den Style. Dann haben wir hier einen Original Magpul RVG-Griff in der Farbe Sand, nennt sich das bei Magpul. Der kostet bei Brownells ca. 28 €. Ihr könnt natürlich auch einen Griff nehmen, so einen Nachbau von Begadi, weil qualitativ muss ich jetzt sagen, das fühlt sich alles geil an, aber so die Grate hier unten, also gerade so hier, das geht halt meiner Meinung nach besser. Hier oben merkt man wieder keinen Grad, aber hier unten hätte man definitiv noch entgraden können. Dafür, dass das Ding so viel Geld kostet, ja, kann man machen. No? Dann haben wir hier oben eine Packbox, die habe ich bestellt bei Begadi. Das ist eine Pack, wie heißt das Ding, Finch? Pack 15. Eine Pack 15 Box, genau, die kostet so ca. 13 €, ist halt ein Nachbau, ist alles Kunststoff mit ein paar Aufklebern drauf. Es soll halt so aussehen. Werde ich normalerweise auch spielen. Die wird normalerweise nicht drauf sein, wenn ich spiele, weil ich da meine Scopecam drauf habe. Gehen wir weiter zum Handschutz. Das ist der Vorteil von der E&C. Hier ist nämlich schon ein Nachbau der Geisel Rail drauf. Das heißt, ich muss keine, wie bei VFC, bei AliExpress bestellen, weil die kosten euch auch 70 bis 80 € zusätzlich dann zu der Knifte. Und ja, ihr habt da keine Markings drauf oder sowas auf der Rail. Ist mir aber auch ziemlich Wurst, ob jetzt hier oben dann Geisel drauf steht. Das ist mir ziemlich egal. Dann haben wir hier eine QD-Aufnahme, die ist von Begadi, ganz normal. Die kann man hier oben dann einfach einklicksen und dann hält das Ding da dran fest. Die Schienen sind im Lieferumfang bei der E&C enthalten. Und dann werdet ihr euch jetzt bestimmt wundern, wo kommen denn die Markings her? Weil die E&C hat ja normalerweise gar keine Markings, vor allem nicht HK416 etc. pp. Ja, da gibt es auf AliExpress solche Aufkleber, die sind solche Metallaufkleber. Die lassen sich super anbringen. Wenn man natürlich näher hinguckt, sieht man hier so ein paar, dass es halt nie wirklich gelasert ist oder sowas. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht abbekommen. Es hält Wasser aus. Den ersten Test habe ich gemacht auf meinem Türstopper. Der hat jetzt ein Schusszeichen drauf. Das finde ich sehr lustig, um zu gucken, wie die Aufkleber halten. Na, da haben wir jetzt praktisch hier HK416. Dann hier oben das kleine HK. Dann habe ich hier, da steht irgendwas drauf mit Bedienungsanleitung lesen. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch Heckler & Koch Made in Germany und Heckler & Koch Defense Sterling. Und hier ist natürlich das Begadi FM5-Eck. Das ist auch bei der E&C sehr toll, im Gegensatz zur Filex oder zur Specna Arms. Ihr könnt hier die Markings drauf machen und habt jetzt hier nicht irgendwie hier vorne zum Beispiel nochmal ein Specna Arms Marking oder so ein riesengroßes Filex Logo. Somit sieht die Waffe jetzt halt aus, für mich die Airsoft wie eine HK416, von weitem zumindest. Das Magazin ist das Originale, das wird noch geändert und zwar in TAN. Da bin ich noch am Suchen, wer da weiß, Midcap in TAN, bitte unten reinschreiben in die Kommentare. Was ich hier geändert habe ich muss das Magazin rausmachen, und zwar, ich habe hier unten, weil das Magazin sehr locker sitzt bei der E&C, habe ich hier unten, wie vom Reaper angesprochen, Klett-Velcro reingeklebt und somit
gehen die Magazine etwas straffer rein, wackeln dafür aber nicht. Ja, weil das ist wirklich sehr nervig gewesen, wenn das da hin und her klappert. Diese Markings sind ja original von E&C, die bunten. Der Griff ist original E&C. Na, hier haben wir noch den Speed Trigger, das ist halt das Geile an der Knarre. Und sehr gute Internals. Das EOTech, 33 € bei AliExpress mit Markings. Na, die Chinesen können das halt. Die dürfen das halt. In Deutschland kriegt ihr die zwar auch für 35 €, aber dann ohne Markings. Ist ein Klon, funktioniert einigermaßen okay. Ja, dunkelt das Sichtfeld ab. Aber ich brauche hier nicht so eine Scheibe davor machen, weil bei 33 €, dann kaufe ich mir einfach ein neues und fertig ist. Machen wir weiter. Machen wir weiter hinten. Hier habe ich ein Original Magpul-Schaft. Das Teil kostet 80 €. Verdammt, 80 € ist Real Steel. Hält einigermaßen okay, weil wir haben hier eine Mil-Spec-Tube. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Tubes, das musste ich jetzt mal lernen. Andere werden sagen, das weiß man doch, aber nein, ich musste das erst lernen. Ich hatte mir nämlich bestellt bei Taiwan Gun diesen Schaft. Den kennt ihr vielleicht noch aus dem Review von der MK18, wo wir den getestet haben. Der hat nicht gepasst. Der greift praktisch, geht zwar hier rein, aber dieser Bolzen hier unten greift nicht in die Arretierungslücken rein. Der ist wahrscheinlich nicht Mil-Spec, weil die Kappe hier hinten ist länger. Und wie ihr seht, bei Mil-Spec ist die Kappe hier hinten kürzer. So kann man das, habe ich so interpretiert, dass man das so relativ einfach erkennen kann. Und natürlich der Durchmesser ist hier größer als bei dem. Das ist der originale Schaft. Ja, Vorteil ist, es ist viel Platz für den Akku, aber das ist halt einfach mal, ich finde es hässlich. Ne? SEAL-Team benutzen den hier, den Magpul-Schaft. Und was halt auch sehr geil ist von Magpul, das Ding kommt halt in einer geilen Kiste. Ne? Das ist nicht einfach nur in einer Folie eingeschweißt, das kommt in einer coolen Kiste. Und dann hat man hier nämlich zum Beispiel nochmal den Unterschied zwischen den Mil-Spec und dem Commercial Stock Tubes. Und hier steht auch hier hinten, dass die Endplatte anders ist. Und es gibt auch noch einen coolen Magpul-Aufkleber. Wer darauf steht, kann das gerne machen. Irgendwo seinen Waffenkoffer draufpacken. Ja, was noch fehlt bei mir, sind die Flip-Up-Sights. Aber da wir Airsoft spielen und die Dinger bockenschwer sind und ich finde, sie sehen halt total hässlich aus, habe ich sie weggelassen, weil ich brauche sie eh nie. Wenn das Ding kaputt sein sollte, dann kann man immer noch über einen Kugelstrahl zielen. Oder ich habe halt meistens noch ein zweites EOTech mit dabei. Von daher habe ich mir die gespart. Und der Sling, schlussendlich, der ist von Amazon Gear. Auch bestellt auf AliExpress, ein Two-Point mit Original Multicam. Also das heißt, es ist originaler Stoff von Crye. Kostet ca. 20 €, ist in Deutschland, in der Farbe habe ich ihn nicht gefunden. Bei Sniper AS kriegt ihr den schwarz und in anderen Farben, aber nicht in Original Multicam. Fragt mich nicht warum, kann ich euch nicht beantworten. Und hier hinten dann nochmal eine Begadi QD-Aufnahme. Ne, Quatsch, eine Begadi QD Öse, ich nenne es jetzt mal Öse, zum Raus- und Reinmachen. Ganz normal. Genau. Jetzt könnt ihr mir mal sagen, wie findet ihr meine neue Waffe? Und wenn ihr sehen wollt, wie die E&Cs im Review abschneiden, da haben wir euch hier und hier 2 Stück verlinkt. Die hatten wir schon im Test. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.